Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Heute zeige ich euch den Pössl Summit 540 Prime. Und damit ihr alle Details mitbekommt, haben wir schon mal ein Maßband und unser Lasermesser mit dabei, dass wir gucken können, ob die Prospektangaben stimmen, wie groß das Bett ist und ob die Angebote, die da drin sind, genauso sind, wie ihr das haben wollt. All das schauen wir uns heute an. Interessant ist vielleicht auch nochmal, dass wir demnächst ein Video machen, in dem wir den Summit 540 mit dem Westfalia Columbus 540 genauer vergleichen, weil ich immer wieder merke, dass das Autos sind, gerade der Prime und der Columbus, die euch unterschiedlich gut gefallen. Aber in dem Video heute geht es erstmal ganz ausschließlich um den Pössl Summit 540 Prime aus dem Modelljahr 2021. Ja, das ist das gute Stück. Das sind die ersten Eindrücke vom Pössl Summit 540 Prime. Bevor wir uns in allen Details dem Ganzen widmen, denkt dran, hier unter dem Video auf den Kanal abonnieren zu drücken und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft über Videos informiert werdet. Und wer mag, folgt uns auch bei Instagram. Da werden wir jetzt kurz vor Ostern. Wir haben noch mal bei den Herstellern so ein paar Sachen für euch eingesammelt. Da werden wir noch ein paar Sachen verlosen. Also folgt uns unbedingt auch bei Instagram, damit ihr da mitkriegt, was es Tolles zu gewinnen gibt. Kugelschreiber, Handschuhe, Handtücher. Ach, wir haben alles Mögliche. Das zeige ich euch da aber ganz separat. Heute geht es aber ganz exklusiv um dieses wunderschöne Kfz hier neben mir. Ja, den Pössl Summit 540 Prime könnt ihr wie eigentlich fast alle Pössl wahlweise als Citroën Jumper bekommen oder als Fiat Ducato. Wir haben jetzt hier einen Citroën Jumper stehen mit 165 PS als Motorisierung. Der Grundmotor von dem Fahrzeug ist 120 PS und dann kostet der Stand heute in der aktuellen Preisliste 39.597 Euro. So wie er hier steht, dürfte er ungefähr bei 41.500 Euro mit dem großen Motor als Grundpreis sein. Zusätzlich haben wir dem Wagen ein paar Sachen gegönnt, die man von außen sieht und die finde ich den Wagen einfach wahnsinnig aufwerten. Einmal ist das die Farbe Artense Grey, Silber Metallic, wenn man so will, aber vielleicht so ein Schuss mehr Richtung Eisengrau oder Richtung Graumetallic. Also es ist in der knalligen Sonne kein ganz helles Silber, sondern einfach so ein bisschen mehr Richtung Graumetallic. Dann haben wir den Wagen mit lackierten Stoßfängern vorne bestellt, was gerade bei hellen Metallic-Farben und dem Leitchassis, finde ich, immer gut aussieht. Und die 540er sind ja nun mal fast alles Leitchassis. Und was am Auto auch immer gut steht, ist eine vernünftig große Felge. Wir haben jetzt hier die 16 Zoll Felge, die Citroën ab Werk als 16 Zoll Leitchassis-Felge mitliefert. Und das Ganze, finde ich, ist, wenn man sich das im Gesamtpaket anguckt, schicke Front, schicke Außenfarbe, es harmoniert hervorragend mit dem Dekor, was drauf ist, mit den schwarzen Scheiben, dem dunklen Skyroof, den dunklen Felgen. Ist das einfach ein richtig schlüssiges Gesamtbild. Der Wagen ist jetzt hier noch zusätzlich mit den Türgriffen in Wagenfarbe bestellt. Finde ich sehr schick, aber auch die Kunststoffdinger in Schwarz passen da natürlich hervorragend hin. Ja, was haben wir sonst noch gemacht? So schöne Autos kommen halt auch immer mal wieder weg. Dementsprechend haben wir das Fahrzeug mit zusätzlichen Sicherheitsschlössern ausgestattet. Das heißt, wenn ihr den Wagen absichern wollt, haben wir die Fahrerhaustüren beide von innen gesichert, dass man das hier einfach zudrehen kann. Und dann greift es hier hinter die B-Säule. Das macht ihr auf Fahrer- und Beifahrerseite. Und dann ist die Tür, das Schloss einfach hier und wird davor gedreht. Und das gleiche Schloss haben wir auf der Hecktür nochmal. Und so ist es den bösen Buben zumindest etwas schwerer ins Fahrzeug reinzukommen. Zusätzlich haben wir hier noch 2, 3 andere Kleinigkeiten gemacht. Aber zum einen haben wir ein Video, wo wir euch Absicherung vom Fiat Ducato nochmal separat erklären. Das verlinken wir euch jetzt einfach oben nochmal mit in der Ecke. Und zum anderen ist so ein Thema Absicherung auch wirklich eine Individuallösung. Welches Chassis, welches Getriebe, welche Länge, wie viel Geld will ich ausgeben. Da kann man alleine darüber sich schon richtig im Detail verlieren. Ich glaube, dass wir ganz gute Wege inzwischen haben, aber das besprechen wir dann im Rahmen der Konfiguration eures Fahrzeugs mit jedem individuell. Können wir denn hier bei dem auch einen Bearlock einbauen? Oder? Man kann beim Citroën ohne weiteres einen Bearlock einbauen, weil der Citroën nur als Handschalter lieferbar ist.
Beim Fiat geht das Bearlock nur, wenn es ein Handschalter ist. Beim Fiat Automatik gibt es das momentan leider noch nicht. Also liebe Bearlock-Leute, falls ihr uns ab und zu mal folgt, wir würden uns sehr wünschen, dass wir für das Fiat Automatikgetriebe auch ein Bearlock bekommen, weil eigentlich richtig geile Schlösser und sicherlich ein richtig großes Sicherheitsfeature für alle Fiat Ducato oder auch beim VW-Bus mit dabei. Ja, ansonsten der Summit 540 ist, wie der Name schon sagt, immer dieses 5,40 Meter Chassis, normale Breite. Die Summits haben an den Seiten Rahmenfenster, hinten, das haben wir ja nun schon mehrfach thematisiert, die normalen vorgehängten Fenster. Hier haben wir jetzt eine abnehmbare Anhängerkupplung mit angebaut. Die ist von unten gesteckt. Ich gucke mal kurz, ob die hier abnehmbar ist. Nee, die ist jetzt sogar abgeschlossen. Dann lassen wir sie heute einfach mal dran. Die ist einfach nur von unten gesteckt. Das heißt, wenn ihr Fahrräder mitnehmt, kann man da wunderbar einen Fahrradträger draufpacken. Und wenn ihr keine Fahrräder dabei habt, kann man den ganzen Kugelkopf wegnehmen und hat dann ein kompaktes Auto und macht sich da nicht schmutzig dran. Von der Seite hier ganz einfach zu sehen, Frischwassertank sitzt beim Summit immer dort in der Ecke mit dabei, unter dem Bett. Da gucken wir uns aber nachher den Stauraum sowieso noch mal genau an. Und da haben wir jetzt so viel nicht verändert. Der Wagen hat, wie wir das von den Summits kennen, die Truma Gasheizung. Das wird übrigens auch fürs Modelljahr 22 so bleiben, dass es für den Summit definitiv keine Dieselheizung zu bestellen gibt. Ja, und wenn wir noch einen letzten Blick von vorne mit, achso, was immer mal wieder wir gefragt werden, die gelben Dinger dort unten sind Reifendruckwächter. Das ist so unsere Schnellsicherung. Wenn ihr damit zu schnell fahren würdet, ohne die abzunehmen, wird die Luft aus dem Reifen abgelassen. Und spätestens auf der Geesthachter Elbbrücke ist, wenn wir es nicht erlaubt haben wegzufahren, hoffentlich die Fahrt mit dem Fahrzeug zu Ende. Ja, beim Citroën habt ihr immer diesen chromfarbenen Kühlergrill. Wenn die Stoßfänger lackiert sind, ist das hier unten auch alles lackiert. Und damit finde ich, ist das so ein richtig schön schlüssiges Gesamtbild. Und das Skyroof ist was so einem Auto, finde ich, richtig gut steht. Das nimmt noch ein bisschen von dem Transporter-Feeling weg. Wir gucken gleich mal rein und vielleicht werfen wir am Ende noch mal ganz kurz einen Blick auch in den normalen Summit und ziehen den Vergleich zwischen Fahrzeug mit Skyroof oder ohne Skyroof, weil wenn du einmal hier rüber schwenkst, der weiße ist ein normaler Summit 540, jetzt mit dem Aufstelldach drauf. Dort haben wir das Skyroof nicht drin. Dafür habt ihr natürlich ein riesengroßes Ablagefach über Fahrer- und Beifahrersitz, was unfassbar viel schluckt. Und das ist wirklich immer wieder die Abwägung. Will ich einfach, wenn du hier um die Ecke guckst, dieses geile Raumgefühl und das viele Licht und Luft von oben haben? Oder ist mir gerade bei so einem kompakten Auto vielleicht sogar der Stauraum an sich wichtiger? Ja, ich würde vorschlagen, wir schauen mal rein und gucken uns mal an, was der Summit 45 Prime von innen so zu bieten hat. Ja, das ist die Sitzgruppe vom Pössl Summit 45 Prime und da fällt euch vielleicht gleich als erstes auf, der ganz entscheidende Unterschied zu den meisten anderen Fahrzeugen auch. Hier ist erstmal kein Tisch. Das hängt damit zusammen, dass Pössl sich überlegt hat, bei 540ern ist die Sitzgruppe vorne immer verhältnismäßig eng. Das heißt, gerade wenn da so kugelige Menschen wie ich sitzen, die mit langen Beinen, dass man hier sehr schnell dicht an Fahrer- und Beifahrersitz kommt. Und wenn jetzt hier noch das Tischbein wäre, wäre das durchaus im Weg. Dadurch hat man sich überlegt, wir machen hier den Tisch ein bisschen kleiner und an die Seite und machen es so, jetzt muss ich mal gucken, dass der Tisch mit einem Handgriff nach oben gezogen werden kann. Ist auch, klar, ist ein bisschen lockerer, wenn er hier keine Abstützung hat. Ist aber schon so, dass man einfach mit gutem Gewissen hier richtig drauf essen, auch mal sein Schnitzelchen schneiden kann, wenn man das möchte. Ist aber ehrlicherweise ein Tisch, der auf 2 Personen ausgelegt ist. Und ich glaube, hier ist einfach schon, man sitzt dann so ein bisschen, wahrscheinlich sitzt derjenige, der hier auf der Bank sitzt, eher außen und der eher da, dass man so ein bisschen die Beine nebeneinander hat. Aber es ist auch eher nicht nebeneinander, oder? Naja, es ist halt schon eine schmale Sitzbank hier. Wir haben von der Sitzbankbreite so 85 cm. Das geht, aber das ist sicherlich nichts für 2 Markus.
Aber ich glaube schon, dass das passt und man fährt in einem 540er Fahrzeug ja jetzt auch nicht mit 4 Personen von hier nach Portugal. Wahrscheinlich. Der Tisch selber ist gar nicht so klein. Hier 86 cm in der Länge, 39 cm in der Breite. Und ich glaube, hier ist die Idee einfach, wenn der Tisch nicht reicht, habe ich einfach zusätzliche Abstellflächen. Ich kann zum Beispiel mit einem Handgriff hier, und das ist auch eine richtig robuste Fläche, das mit rausstellen, dass ich einfach den Topf zum Nachfüllen, oder man soll ja eh nicht so viel essen, wenn man sich was nachfüllen wollen würde, den Topf hier wunderbar mit hinstellen kann. Ach, hier gibt es gar nicht den Tisch hier zum Rausfahren. Zum Rausfahren nicht, aber das zeigen wir jetzt, woran das sonst liegt. Der hat diesen Alternativtisch, kann ich beim Summit 45 nicht bestellen. Der hat aber so eine ähnliche Lösung, die hat aber hier eine andere Aufgabe. Wir machen den mal wieder runter. Damit er während der Fahrt nicht rappelt, wird er nachher einfach mit dem Gurt hier vorne arretiert. Und dann kann man hier nämlich, wenn man abends einfach, machen wir es doch fest. Zack. Wenn man abends einfach nur ein Weinchen trinken will, kann man sich das hier hinstellen. Und was hier richtig cool ist, ist, dass, wie ihr seht, wir hier ein kleines TV-Gerät verbaut haben. Dass man eben, wenn man Fahrer-Beifahrersitz als richtig gemütliche Fernsehsessel hat, das machen wir gleich mal Probe sitzen, dass man hier auch einfach wirklich seine Snacks, sein Glas abstellen kann und dann ein super gemütliches Gesamtkonstrukt hat. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das zu zweit, zu dritt und mal für einen Abend zu viert auch durchaus gut funktionieren würde. So, von der Beinfreiheit haben wir ja eben schon gesehen, ist das ein bisschen enger. Das liegt einfach daran, dass bei den 540ern die Nasszelle ein bisschen dichter ist. Hier haben wir bis zur Nasszellenwand 99 cm und wenn ich hier auf Höhe, ungefähr Tischhöhe, da haben wir so 83 cm von der Rückenlehne bis zur B-Säule. Das ist also typisch 5,40 Meter, aber ein richtig guter Sitzplatz und vor allem, wenn man hier zu zweit liegt, ich will jetzt meine Füße nicht aufs Polster legen mit den Schuhen an. Man kann sich halt hier richtig geil die Füße hochlegen. Da den Fernseher, jetzt rutscht, guck mal, kann man das Ganze noch ein bisschen in der Lehne verstellen. Die Neigung vom Sitz einstellen. Die Armlehne noch ein bisschen, die ist ja hier auch einstellbar. Und dann denke ich schon, hier kleines Tischchen da. Das kann ich mir schon gemütlich machen. Das fühlt sich so ein bisschen truckermäßig an. Wer es aber ein bisschen romantischer haben will, der hat hier natürlich Lichter ohne Ende, die er einstellen kann. Wir haben hier beim Prime die Lesespots hier vorne mit drin. Wir haben den beleuchteten Ring hier am Fenster. Wir haben die indirekte Beleuchtung dort oben drüber. Wir haben den Lesespot hier für die Sitzbank. Das fällt jetzt im Hellen nicht so auf. Einmal habt ihr eine indirekte Beleuchtung hier an dem Schalter. Einmal die ganze Lampe dort und das Ganze, wenn ihr es ein bisschen gedrückt haltet, auch dimmbar, dass man das gemütlich haben kann. Und ihr dürft mal da bleiben. Ich drücke hier aber noch mal kurz auf den Knopf. Einmal hier oben die Spots, alle 4. Und daneben nochmal die indirekte Beleuchtung und die ist zusätzlich noch hier oben, sind auch nochmal LEDs drin. Das heißt, ihr habt hier wahnsinnig viel Licht und wenn du einmal kurz einen Schwenk nach hinten uns gönnst, auch dort haben wir umlaufend oben den LED-Lichtstreifen, die 2 Lesespots am Kopfende, viele Fenster. Ich meine, wir reden hier von einem 540er, das dürft ihr halt nie vergessen und das ist hier richtig hell und freundlich. Und das ganze Licht, selbst wenn ich das ausmachen würde, hier kommt halt richtig Licht durch. Immer wenn ihr einen Pössl mit Skyroof bestellt, also sowohl bei dem Prime als auch wenn ihr den normalen mit Skyroof nehmt, dann habt ihr die Möglichkeit oder bekommt ihr diese Verdunklungsrollos von unten mit dazu. Das ist ganz cool eigentlich, weil ihr dann die auf jeder Höhe stehen lassen könnt und so kann ich wunderbar rausgucken. Aber von draußen kann man natürlich nur noch mein Gesicht sehen und nicht alles gucken. Wer jetzt 100% blickdicht haben will, kann das natürlich auch einfach ganz zuziehen. Und so kann man sich hier unten wirklich eine ganz blickdichte Atmosphäre schaffen und hat aber trotzdem von oben natürlich noch viel Licht und vor allem auch Luft. Wenn man sich hier überlegt, ich mache das einfach mal auf und ihr könnt mal gucken, wie lang ich hier dran drehen kann, bis das auf ist. So, das ist der äußere Anschlag und so ist hier halt ein richtig großes Fenster. Und das hat so ein bisschen was von offener Balkontür, wenn man draußen sitzt letztendlich, dass wirklich richtig viel frische Luft reinkommt, ich aber trotzdem irgendwie in meinem geschützten Raum
sitze. Kann ich natürlich auch genauso wieder zumachen. Ganz klar ist, dass so eine Dachhaube natürlich während der Fahrt nicht geöffnet sein darf. Und der Unterschied bei den Skyroofs, unterscheiden sich ja die Hersteller alle so ein bisschen. Pössl hat sich entschieden, eben das Dach zum Öffnen zu machen. Das Ganze ist hier so eine Thermoverglasung wie eure ganz normalen Seitenfenster. Westfalia zum Beispiel hat gesagt, wir machen das hier nicht zum Aufmachen, machen es dafür aber aus Glas. Wenn da irgendwann demnächst die ersten Autos kommen, zeigen wir euch mal die einzelnen Unterschiede. So, jetzt schauen wir mal, wie die Küche im Summit 45 aufgeteilt ist. Erzähl mal, wie ist denn die Küche aufgeteilt? Die Küche ist geschickt aufgeteilt. Und zwar haben wir einmal, das habe ich ja, also ich glaube, man merkt, dass es mir sehr gut gefällt. Wir haben hier den Kühlschrank auf der Stirnseite. Das ist jetzt im neuen Modell ja wieder ein großer oder ein noch größerer Kühlschrank. Und das Schöne ist, dass der von beiden Seiten zu öffnen ist. Das heißt, ihr könnt eure Einkäufe von draußen wunderbar entnehmen oder auch beim Einkaufen von dort einladen. Und wenn man drin sitzt, eben auch wunderbar von drinnen rankommen. Bei 45 bleibt natürlich jetzt nicht so unendlich viel Raum für eine riesengroße Küche. Das heißt, wir haben hier den normalen Zweiflammkocher mit einer elektronischen Zündung mit dabei. Daneben das kleine Waschbecken, den Wasserhahn separat auch dort. Und obwohl das eben so eine kompakte Küche ist, haben wir hier noch eine kleine Arbeitsfläche, die man wunderbar als Schnibbel- oder Ablagefläche benutzen kann. Und dann haben wir ja hier noch die Arbeitsklappe, Platte, die man aufklappen kann, um das dort auch zu vergrößern. Was für mich sehr angenehm ist, ich kann hier ganz gut stehen. Wir gucken mal, was wir hier für eine Stehhöhe haben. Wir haben hier 1,88. Man sieht also, mit schlechter Haltung kann man auch bei 1,92 stehen. Wer sehr aufrecht und sportlich gut ist, sollte dann aber trotzdem den Kopf ein bisschen einziehen. Das passt aber so für mich ganz gut. Hier vorne sind keine Schubladen mehr und dann haben wir aber unter dem Waschbecken die große Besteckschublade. Und hier dahinter auf richtig robusten, schönen Auszügen und das Ganze auch mit einem Softeinzug. Und unten ist die Schublade etwas kleiner, weil zugunsten des größeren Kühlschranks da die die Kühlschranktechnik nach außen gewandert ist und dadurch fehlt der Schublade unten ein bisschen Raum. Ja, und dann schließt sich hinten direkt das Bett mit an. Und auch dort muss man ganz klar sagen, haben wir ein richtig schönes Maß, dass wir, ich messe das mal hier, ihr seht ja, wo der Laser hin zeigt, also von der von der Küchenwand bis dort hinten haben wir 1,43. Wir sind in einem 5,40 Meter Auto. Und hier, ups, das zählt nicht, da haben wir 1,19, also knapp 1,20. Zum Fußende hin ein normales, schmales Bett. Man sieht das ja auch hier, dass der Rückschnitt so relativ groß ist. Aber man hat da, wo man am Oberkörper breit ist, man kann so ein bisschen im V liegen, ein relativ amtliches, vernünftiges Bett. Und durch diese, Pössl nennt das so Liner-Optik von der Grundidee, das heißt diese durchgehenden, hochglänzenden Fronten, wirkt das Auto halt größer, als es eigentlich ist. Ihr habt umlaufend die großen Fächer mit der Ablage hier darunter. Beim Summit, anders als bei einigen anderen Fahrzeugen, eben auch hier hinten mit den großen Fächern. Und das, glaube ich, bietet für einen 45er schon richtig großen Stauraum. Das, was den Summit halt von fast allen anderen Fahrzeugen abhebt, ist, dass er das Raumbad hat. Was ist das Raumbad? So ein Quatsch, dass er das Schwenkbad hat. Da war ich schon dabei zu sagen, was sind die Unterschiede zum Raumbad. Das Schwenkbad hat einfach, wie der Name schon sagt, eine schwenkbare Wand. Das heißt, ihr könnt im Prinzip entweder auf der einen Seite die Toilette nutzen oder, wenn man es rüberschwenkt, hat man auf der anderen Seite die komplette Duschkabine. Und das zusammen mit dem Spiegel dort oben einfach eine Lösung, die dem Ganzen auch ein relativ großes Raumgefühl gibt. Von der Stehhöhe, wo ist mein Messgerät, ist das ganz normal, wie eine Dusche ist. Zack. Hier haben wir in der Dusche 1,85,5, also eine normale Dusche. Was hier ganz cool ist, dass da, wo ich stehe, die Dachhaube ist. Das heißt, hier ist in der Dusche tatsächlich nochmal deutlich mehr Stehhöhe. Das, was ihr auf den ersten Blick seht, ist, dass das natürlich jetzt nichts ist, um mit dicken Klamotten duschen zu gehen. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn ich hier die Tür, die mir noch Bewegungsfreiraum nimmt, einfach rüberschiebe. Ich weiß nicht, ob man dann, kann man so um die Ecke gucken? Kriegt man das hin? Nee, ne? Ja, kannst du einen Schlitz aufmachen. So habe ich hier halt schon die Möglichkeit, mich zu waschen, wenn ich mir jetzt überlege, Klamotten ausgezogen. Das funktioniert alles ganz gut. Und es ist für einen 540er Bad natürlich einfach groß. Aber man sieht hier,
das ist einfach schon auch eng zum Rein- und Rausgehen. Also viel breiter als ich, aber das sind die wenigsten, sollte man am Ende des Tages nicht sein. Andersrum habe ich aber eben eine feste Duschwanne und kann mich auf der anderen Seite dann so hier zack einmal Klobrille hoch, hier auch auf die Toilette setzen und auch hier ist natürlich wieder, ist jetzt nichts, wo ich eine gemütliche lange Lesung halten könnte, aber ich habe, auch wenn ich die Tür, ich will probieren das mal kurz, wenn ich die Tür hier zumache, absolut genug Raum. Also es passt so, mir ist an den Beinen passt es 100%. Mir ist es eher im Oberkörperbereich ein bisschen eng, dass ich hier so nach links und rechts gerne ein bisschen mehr Raum hätte. Aber ehrlicherweise sind viele Leute dabei, die die Toiletten wenig oder nur als Notlösung nutzen. Und dafür ist es dann die perfekte Lösung. Wenn ich jetzt sage, das ist die einzige Toilette, die ich nutze, hätte ich es gern etwas breiter im Oberkörperbereich. Und da kann ich ja auch leider nicht mehr großartig abnehmen. Beim Prime habt ihr immer das coole Waschbecken hier mit dabei, was einfach modern und schick ist und auch der Wasserhahn. Durchaus eine robuste, schöne Lösung. Zusätzlich hat er hier die Beleuchtung mit hinterm Spiegel und auch nachts die indirekt ist es nicht, die Beleuchtung dort hinten in der Ecke, was dem Ganzen einfach eine gemütliche Atmosphäre gibt, so dass man einfach, wenn man es nicht ganz hell haben will, auch nachts da gut reinkommt. Auch die Steckdose hier vorne, die 12 Volt Steckdose ist serienmäßig und das ist eine Dometic Toilette, das heißt, ihr habt hier drin eine echte Keramikschüssel mit dabei. Ja, wenn man die Tür zumacht, ist man dort drin richtig schön abgeschlossen und wir legen mich jetzt einfach mal probeweise rein und haben dann mal eine Referenzperson, die in dem Bett hinten drin liegt. Und ist bequem? Ist auf jeden Fall bequem. Ich liege hier gut. Ich weiß ja, dass so ein Querschläfer Ducato einfach jetzt nichts ist, wo ich unendlich viel Raum habe. Aber ganz ehrlich, wenn ich hinten mit den Füßen an der Wand bin und mich hier hinlege, habe ich immer noch Platz. Und was ich halt total cool finde, ist das schmale Fenster hier. Dadurch, dass ich einfach unten vernünftig liegen kann, mein Kissen da anlehnen kann und trotzdem oben drüber ein Fenster aufmachen kann, habe ich einmal das Licht rundrum von den Fenstern. Und zusätzlich hier auch eine ordentliche Belüftung. Das finde ich schon schön. Und hier mit den Lesespots und den Ablagen, das finde ich eine gesunde Aufteilung. Und ich könnte mir durchaus gut vorstellen, dass wir hier zu zweit hinpassen. Das ist ja auch ein Weg, den man ganz konsequent wählt. Wenn ich einen 45er will, dann weiß ich, dass ich nicht 1,80 Meter Doppelbett drin habe. Das geht halt dann einfach nicht. Und da muss jeder so ein bisschen gucken. Wer es größer will, muss halt ein 6 Meter Auto nehmen. Und dann seid ihr beim Summit 600 Plus oder beim Tuban R Plus oder einem neuen Modell, was nächstes Jahr kommt, zeigen wir euch dann alles richtig gut aufgehoben. Da gibt es super spannende Lösungen. Also denkt unbedingt dran, den Kanal zu abonnieren. Wir haben noch ganz viel mit Pössl und unseren anderen Herstellern für euch in petto, was Stück für Stück die nächsten Wochen und Monate gezeigt wird. So, was fehlt uns noch vom Summit 45 Prime? Wir müssen noch einen Blick unten in den Stauraum werfen und wir dürfen nicht vergessen, noch einmal kurz über den Gesamtpreis von diesem Fahrzeug zu reden, weil wir da doch vieles eingebaut haben und das will ich euch einfach noch mal kurz aufzeigen. Dafür machen wir es uns aber, finde ich, vorne in der Sitzgruppe noch ein bisschen gemütlicher. Ja, was haben wir hier? Wir haben Summit 540 Prime, richtig schön viel Ausstattung. Das heißt, wir haben ein ganz gutes Beispiel, was man alles machen kann. Wir haben, wie gesagt, den 160 PS Motor. Wir haben ihn aufgelastet auf 3,5 Tonnen. Metallic-Lackierung, Stoßfänger in Wagenfarbe, bei Pössl mehr oder weniger unumgänglich das All-In-Paket mit Klimaanlage und solchen Dingen. Dazu hat er eine Klimaautomatik, Tempomat, Traction Plus, LED-Tagfahrlicht, Lederlenkrad, alles was das Herz begehrt. Hier vorne die Möglichkeit, ein drittes Bett zu bauen. Das CP Plus Bedienteil, das bessere Bedienteil für die Truma-Heizung, eine automatische Gasflaschenumschaltung, ein Winterpaket mit beheiztem Abwassertank, zusätzliche Isomatte für hinten und eine Rückfahrkamera, die er schon mit dabei hat. Und zusätzlich bekommt der Wagen natürlich nachher von uns auch noch ein vernünftiges Radio. Und was ihr jetzt noch nicht gesehen habt, die Markise natürlich auch noch außen dran. Auch wenn der 540er ein kompaktes Dach hat, haben wir hier oben drauf eine 100 Watt Solaranlage, haben zusätzlich eine vollautomatische Sattanlage von Tenhalf, die Sidetrack als Premium-Lösung, das heißt mit dem integrierten Fernseher hier, mit dem ganz schlanken Design. Alleine Sattanlage und Fernseher nur für die Kalkulation sind Größenordnung 3.000 Euro.
abnehmbare Anhängerkupplung, die Sicherheitsschlösser, also schon ein mehr oder weniger rundum sorglos Paket. Und wenn ich das alles mit dazu nehme, dann geht das natürlich schon in schnellen Schritten nach oben. Wenn ich bei 120 PS Basispreis 39,6 anfange, dann bin ich, wenn ich die Pössl-Option, also Motor, Lackierung, alles was ich ab Werk mitbestelle, seid ihr ungefähr in der Größenordnung 51.500 €, 19% Mehrwertsteuer, aktuelle Preise jetzt. Und wenn ich dann noch das dazu nehme, was wir eingebaut haben, also Radio, Rückfahrkamera, Solar, Sattanlage, Markise, Anhängerkupplung und solche Dinge, kommen nochmal ungefähr 8.000 € dazu. Das heißt, summa summarum nach Adam Riese und Eva Zwerg, wie mein Mathematiklehrer früher immer zu sagen pflegte, langsam merke ich, dass ich über 40 bin und ich habe neulich gelernt, das heißt Dad Jokes, dass ich Altherrenwitze machen darf. Ist das in der Größenordnung, jetzt habe ich die Zahl vergessen, knapp 60.000 €, also 59.000 € ein paar zerquetschte. Summe der Listenpreise, kleines, faires Angebot von der tollen Firma Togo Reisemobile machen wir euch natürlich dann auch. Aber wenn ihr ein Summit wollt, müsst ihr schnell sein, weil auch das Modelljahr 22, so absurd das im Frühjahr 20 klingt, langsam sich dem Ende neigt und wir einer gähnenden Ebbe entgegensehen. Also die Lieferzeiten sind beim Summit einfach lang. Wenn ihr ernsthaft was wollt, dann solltet ihr euch demnächst mit dem Gedanken eures Summit auseinandersetzen. Das gilt für die anderen Modelle übrigens genauso. Ja, um unseren langen, hoffentlich nicht zu langen Rundgang komplett zu machen, schauen wir uns jetzt nochmal den Stauraum an und nehmen da nochmal die letzten Maße, damit ihr wisst, wie euer Kite-Material, eure E-Bike-Akkus oder was immer ihr da drin transportieren wollt, perfekt in den Stauraum reinpassen kann. Bevor wir uns den reinen Fakten widmen, finde ich auch ganz ehrlich, der Blick von hinten nach vorne zeigt nochmal ganz deutlich, man vergisst so ein bisschen, dass das nur ein 540er von der Länge ist. Das ist großzügig, das ist schön, das ist stimmig aufeinander abgestimmt. Das ist und bleibt ein cooles Fahrzeug. Es ist kein Wunder, dass das erfolgreich am Markt funktioniert. Ja, von den Maßen dürften das normale Maße sein. Gucken wir mal, was wir haben. In der Breite haben wir hier 1,3 Meter an der breiteren Stelle. Es geht noch ein bisschen mehr. In der Tiefe haben wir hier 1,06 Meter, wobei das zur Tür noch ein bisschen mehr sein dürfte. Das ist eine gerade Wand vorne, hier ist aber ein bisschen größer. Hier haben wir 1,10 Meter und in der Höhe haben wir am Eingang, also hier an der schmalsten Stelle 70 cm, unterm Lattenrost 76 cm. Ein normaler Stauraum. Überraschung, Überraschung. Zusätzlich hier an der Seite den Gaskasten. Da kamen neulich immer mal wieder Rückfragen. Wir haben einmal 11, einmal 5 Kilo. Also wer auch immer sagt, da passen zweimal 11 Kilo rein, der irrt sich leider an dieser Stelle. Ja, das ist der Pössl Summit 540 Prime. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck davon bekommen. Ich finde, es ist und bleibt ein cooles Auto. Wenn der euch gefällt, was ich eingangs gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass euch ein Columbus 540 dann auch richtig gut gefällt, weil der vom Stil und von der Aufteilung so ein bisschen ähnlich ist. Und deswegen stellen wir die demnächst auch nebeneinander. Also folgt uns auch für die nächsten Videos. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, bleibt gesund, macht euch ein schönes Frühjahr und bis bald im nächsten Video.